braucht. Das ist ja auch noch eine Tür. Verschlossen, okay. Hier waren wir tatsächlich auch noch nicht drin. Wir haben sie schon mal gebaut, aber noch nie benutzt. Oh, die sind geil. Können wir die benutzen? Ach, hier. Die Rigiblocks. Kann man nicht benutzen, okay. Sale 2 days only. All items up to 50%. Okay. Jeder Staff is welcome. An Tag 20 und 21. Oh, okay, das ist natürlich Wahnsinn. Schreiben wir uns mal auf. Commissary. Tag 20 und 21, 50% Rabatt. Geil. So. Du jietest dann auch bald rein? Oder was in FIFA? Beziehungsweise Warzone? So, hier können wir jetzt einkaufen. Without, with. Also, uns wurde ja gesagt, dass die roten Lügen sind. Also wird sie nicht geschlossen sein von Tag 12 bis 16. Würde ich jetzt mal behaupten. Ach, hier hätte man auch entsprechend das Passwort herausbekommen können. Na krass. Sehr cool. Aber wir haben es ja schon. Salzstreuer. 5. Salzstreuer. Sich nicht, okay. Detektor? Okay. Mal weiter. So, rein in den Parlor. Okay, die lügt. This is the black box. Das ist falsch. This is the black. Okay, die lügt auch. The black box is not empty. Ja, dann ist es doch das. Das war jetzt relativ leicht. Let's go. Nein. Ach, gut. Passageway. Cloister. Das hatten wir auch noch nicht. Wir nehmen das Cloister. Okay. ...32 Schritte noch. Scheiße, es ist locked. Okay, wir können hier nach links weiter. Closet, geil. Was gibt's hier drin? Den Würfel. Ivory Dye. Während des Draftens. Achso, so neue Grundrisse könnten wir damit bekommen. Jedes Mal, wenn ich 3 Gold sammle, kriege ich ein weiteres Gold. Wundervoll. Hochlockt. Okay, hier sind auch 2 neue. Ich würde gerne mal das Labor ausprobieren. Experimental House Features. Experimentelle House Features. Okay, hier sind die... Ist das Periodensystem drauf?
alle auswendig, ey. Das waren noch Zeiten. Hitze, Kühlphasen. H2O Schmelzpunkt bei 0,1 Punkten bis 0,5 Punkten. Room Temperature. Complete Thaw. Test 205 bei einem Atmosphärendruck von 93 Kilopascal in Mount Holly Freezer, also in dem Mount Holly Freezer. Der Labortechniker Randolph M. Gut, was sollen wir das jetzt sagen? Das ist der Schmelzpunkt von Eis, also von Wasser. Hä? Das wusste ich auch vorher. Aber vielleicht ist das noch wichtig. Vielleicht weiß das auch nicht jeder. Mal gucken. Gehört auch zum Allgemeinwissen dazu. So. Kimberly Toms. Oh! Normalerweise arbeitet sie in Synca Labs, aber wurde hierher gesendet vor über einem Monat. Ne, für einen Monat, um Moore zu assistieren mit den neuen Turbinentests. Was zum Henker Turbinentests? Warum sollte es hier eine Turbine geben? Für die letzten 3 Tage war ich nicht in der Lage, das Laboratorium auf dem Anwesen zu finden. Heute war der erste Erfolg an dieser Front. Kann mir irgendjemand sagen, ob das normal ist? Und wenn das so ist, wie kriegt ihr überhaupt die Arbeit geschafft, wenn ihr nicht ins Labor kommt, so ungefähr? Bevor ich angekommen bin, wurde ich kurz gebrieft, wie die Türen funktionieren. Aber ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet habe, von meinem Arbeitsplatz für die erste Woche ausgeschlossen zu werden. Okay. Alle Tipps von meinen Fellow, also von meinen Mittechnikern, wären willkommen. Oder sind willkommen. Das heißt, das bedeutet ja, es gibt irgendein Clou, maybe hinter dem Draften. Und das wäre interessant zu wissen. Das wäre tatsächlich interessant zu wissen. So muss es sein. Leben genießen, leben gut. So, also dann auch ein bisschen FIFA heute. Da liegt noch ein roter Zettel. Oh, okay, log into. So, Swan Song. Au. Remote Terminal, also den hier können wir nicht machen, weil das nur vom Office geht, genau. So. Der Datentransfer ist immer noch unavailable. Remote Terminal Access. Was ist denn das? Es ist möglich, zu anderen aktiven Terminals sich zu connecten using RTA. Remote Terminal Access. Ah, okay, steht ja auch oben. No other terminals are currently connected. Im Office, in der Security und im Shelter. Im Shelter waren wir doch nicht. Security und Office kennen wir. Da könnte ich mich aber einfach hinconnecten. Das ist gut zu wissen. Okay, einmal ein Lockout. Ab sofort gültig. E-Mail
can only be, kann lediglich im Security Terminal angeguckt werden. Stimmt nicht, weil wie gesagt, die roten sind ja Lügen. Was gibt's denn hier noch? Was bringt mir dieses Wissen gerade darüber? Henker? Was ist denn das hier? R1, R, okay. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Diese Maschine benötigt weiteren Strom vom Boilerraum. Oh. So. Ja, okay, die hat halt keinen Strom, ne? Selbst wenn sie Strom hätte, wüsste ich gerade gar nicht, was ich mit der machen sollte. Junge, dieses Game ist echt riesig. Und es war aber auch der letzte Raum. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe keinen Schlüssel gefunden. Wir müssen das in einen Day callen. Leider. Gut. Call it a day. Total Rooms 11. Rank reached 5. 24 Schritte unternommen. Items 2. Neue Räume 2. Tag 7. Wird ich kaum keinen Schritt weiter gefühlt. Okay, wir gehen jetzt in den Parlor. Da kriegen wir wieder 2 Gems. Die blaue Box beinhaltet die Edelsteine. Diese Box ist eine weiße Box. Die lügt also. Diese Box ist eine schwarze Box, die lügt auch und also sagt die schwarze Box die Wahrheit und die sagt, es ist in der blauen Box, also sind hier die Edelsteine drin. Sehr schön und weiter geht's. Ja, okay, das ist ja blöde hier. Dann hole ich mir 10 Schritte am liebsten ab. Ach, das ist so eine... Die Community toxic oder was? Sehr schön. Nördliche Floorplans. Aber weswegen sind sie nervig? Ja, es ist immer nervig. Toxic Communities sind echt. Wir nehmen die Archives. Ich meine, kleine Streamer können das auch machen, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Wenn sie halt Bock darauf haben. Oh, hier ist was. Marigold wins Herald Literary Honor. Okay. Die berühmte Kinderbuchautorin Marion Marigold hat eine weitere Feder zu ihrer Scholastic. Lehren. Gut. Als sie am Donnerstag entdeckte, dass ihr Bilderbuch Der schwimmende Vogel als für die Herald Literaturmedaille nominiert wurde oder ausgewählt wurde. Das ist Marigolds zweites Mal, dass sie diesen prestigereiche Ehre zuteil wird. Die vorangegangene Medaille war natürlich für ihre Debütanstrengungen. Okay. Sie war keine Fremde im öffentlichen Auge, even before her, also sogar vor ihrem literarischen Erfolg. Die Nichte und nächste lebende Verwandte des Barons H.S. Sinclair, Mary, begann Marigold als
Schriftstellernamen zu verwenden, um sich selbst von diesen politischen Assoziationen zu befreien, welche mit den Sinclairs, mit der Sinclair-Familie in Verbindung gebracht werden. August 85, Januar, 27. Januar 86. Da gibt es ja wesentlich. Junge, what? So, kurz nochmal in eigener Sache, bevor wir mit dem Video starten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Und für weiteren Content rund um Blueprints, aber auch allem anderen, schaut einfach auf dem Kanal vorbei. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Schwimmender Vogel-Autorin sah sich nie selber, also dass sie Erfolg gehabt hätte. Von Gail Hermes, Harriet's Death Writer. She confided my son was the one that actually got me to start writing. Also ihr Sohn hat sie eigentlich erst zum Schreiben inspiriert. I had always challenged myself to never tell him the same story twice at bedtime. And so as we ran out of books we owned, my imagination had to take over from there. Sie hat sich selbst vorgenommen, ihren Sohn nicht zweimal dieselbe Geschichte zu erzählen. Also als sie alle ihre Bücher durch hatten zu Hause, begann sie sich selbst mit ihrer Fantasie eben Sachen auszudenken. Marigold has elaborated in previous interviews that her debut book Red Prince. Ach, sie hat Red Prince geschrieben. Also in dem Anwesen gibt es auch ein Buch, das heißt Red Prince. Und das war wahrscheinlich ihr Debütbuch. Das genau mit dem Red Prince und seiner Liebe zur Farbe Rot ein Statement, welches mit viel Skepsis einherging. So, dass es sich bei dem Buch um eine politisches Statement handelt, der Royalisten-Fraktion und ihrer unabdingbaren, blinden Loyalität gegenüber dem Thron. So, Publisher und Autor detained von der Roten Wache. Caleb Manning und sein Veröffentlicher Philip White waren 2 auf 3 Dutzend Namen, welche auf einer geleakten Dossier oder Liste namens Person of Interest im Trinsdale aufgezeigt wurden. The Trinsdale Bombing. Ach so, sein Name und der seines Publishers waren 2 Namen auf dieser Liste der Getöteten im Trinsdale Bombing. Obwohl keine Gruppe nach vorne kam, um die Verantwortung für die Attacke aufzunehmen, wird weitestgehend geglaubt von den Autoritäten, dass es von der Gruppe RLCF begangen wurde, who also call, also welche sich auch selbst die Kinder des schwarzen Wassers benennen. Okay. Was ist denn das hier für ein Album? Ich raff's noch gar nicht. Die Ruffington-Presse war schnell dabei, die Gerüchte zu unterbinden und hat ein Statement herausgebracht am Freitag, dass der beliebte Autor und Mr. White lediglich Opfer von wie sagt man, unglücklichen Umständen waren. This would not be the first time that the publishing house has defended a rogue employee. Das wäre nicht das erste Mal, dass das Veröffentlichungshaus, also das Publishing House, eine Rebellentätigkeit
oder einen Rebellenmitarbeiter verteidigt hat. 3 Jahre zuvor, 3 years ago, an associate editor with the company was arrested for criminal conspiracy, though the charges were later dropped. Also 3 Jahre zuvor wurde nämlich ein beteiligter Editor innerhalb der Company, also innerhalb des Unternehmens, bezüglich Verschwörung, krimineller Verschwörung angeklagt, wurden aber dann auch fallen gelassen, die Anklagepunkte. So. Marigold. Oh, drops Publisher. Ach, der, okay, also lässt sogar den Publisher fallen. Manning and White at Press Function. Der local author and popular personality Marion Marigold has announced a split with her long-term publishing partner Ruffington Press, citing personal reasons. Also die Marion Marigold hat sich von ihrem Publisher getrennt aus persönlichen Gründen. The announcement came after the arrest last week of fellow author and colleague Caleb Manning, whom Marigold has past referred to as her mentor, friend and confidant. Diese Veröffentlichung oder Ankündigung kam nach dem Arrest ihres Folgeautors, also ihres Fellow oder Mitautors, insgesamt mit Kollegen, Autorkollegen, Caleb Manning, welchen sie als Mentor, Freund und Confident, weiß ich gerade nicht, also als Mentor und Freund betrachtet. Marigold is the third prominent writer to distance themselves from the publishers this week. Also Marigold ist die dritte Autorin, die sich von dem Veröffentlicher, vom Verlag, so rum, Veröffentlicher, meine Fresse, ey, distanziert. Was seen at the corner suspicious back under the wave down a local, this is the third major last year, it is charged by the Crown. Manning was the last person. Wie sieht denn das so abgekluppelt hier? Er schneidet denn so das aus? Mann, kann nicht sein. Keine Spur wurde entdeckt von der Synca-Erbin. Bei der Synca-Erbin? Okay, aber die Suche wird fortgesetzt. Mary Matthew Jones, die Autorin und Illustratorin, whose fanciful stories are written under the pen name Marion Marigold, also wessen Geschichten unter Marion Marigold eben publiziert werden, wurde das letzte Mal bei einem nahen Freund 15:45 Uhr am Freitag gesehen, als sie in einem Carriage, also in einem Transporter, after a late luncheon date at the 100 Bells Tea Room in Trinstay, also das letzte Mal in den Transporter gestiegen ist, nach einem Lunch-Date bei den 100 Bells, also den 100 Glocken Tea Room in Trinstay. Mrs. Jones never arrived home and the carriage driver cannot be located. Also sie kam nie zu Hause an und der Transporter, der Taxifahrer, konnte nicht lokalisiert werden. Family and local authorities are very concerned but have not deemed the case foul play. Okay. Also die Familie und lokale Autoritäten sind zwar besorgt, denken aber nicht, dass es sich hier um ein Foul Play, wahrscheinlich um eine kriminelle Machenschafт handelt. It's an out-of-character incident at this point and we are seeking information. Also es ist derzeitig ein Unfall, out-of-character-Unfall. Passt nicht zum Charakter, zur Persönlichkeit. So, letzte Seite. 2. September. Ja. Unbezahlbare Juwelen gestohlen in dramatischem royalen oder königlichen Museumsraub. Thieves in the royal capital of Fen Ares have broken into one of the Crown's fabled closed exhibits. Diebe sind in das königliche Capital Hauptgebäude von Fen Ares eingebrochen und haben dort in die Ausstellung Crown Closed. One of the Crown's fabled. Achso, in eine der geschlossenen
Ausstellungen eingebrochen. These lavish rooms have historically been reserved exclusively for the use of the aristocracy and high peerage, and access has never been granted to those outside noble circuits. Also eigentlich wurden diese Räume nur den Nobelkeiten und Aristokraten vorbehalten, at least not until today, as local police and forensic experts have been spotted in virtually every corner of the museum grounds dredging for clues. Also bis zum heutigen Tage, denn jetzt sind dort entsprechende Polizisten und Forensiker unterwegs. So, the museum authorities said they were alerted in the middle of the night by reports of several masked intruders seen breaching the south wall and brandishing firearms. The intruders broke into the museum, subdued the royal guard, and disabled the security system. By the time the militia arrived on the scene, the burglars had simply vanished. Also die sind eingebrochen, haben das Sicherheitssystem und den Guard übermannt und waren schon weg, als die Polizei eintraf. Although an official registry of the lost jewels has not been publicly announced, among the treasured artifacts rumored to be stolen is the renowned ruby crown of Orinda Arias, the priceless crown jewel whose material worth pales in comparison to the historic value. If these rumors are true, the evidence may suggest that the theft was politically motivated. Also, anscheinend wurde nicht viel gestohlen, aber ein Gerücht besagt, dass die Rubinkrone von Orinda Arias gestohlen wurde, was aber nicht unbedingt einen großen Wert hat, glaube ich, oder doch einen immensen Wert. Und dass das aber politisch, aus politischen Belangen getan wurde, also dieser Überfall, dieser Raub. Hast du denn vor, GTA 6 zu spielen? So, haben wir das. Ich glaube mal, jetzt sind wir wirklich durch hier. Und wir können... Ach ne, wir können noch. Da können wir auch. Ne, die ist locked, okay. Oh, hier gehen wir rein. Weil hier kriegen wir einen weiteren Hinweis durch den Hellseher in der Ecke. Das ist nice. Aber irgendwo gibt es ja auch die ganze Kohle da. Das ist richtig geil. Okay, gut. Coin rein. And as it was foretold, I am awakened at the sound of a dropping coin. You find yourself face to face with the great Alzara. And I suspect you wish me to look into your future. The image is becoming clear. Okay. I see the darkened cloud of ruin, familiar to us both, now decrepit, run down, and in disrepair. I see 8 red envelopes, resting upon 8 pedestals. And in these 8 envelopes, I see 8 letters penned by 8 different hands. 8 letters of which you will only ever find and read 7. Just like the art hanging on the walls of these rooms, there is a letter missing.
What you have heard here has been foreseen by the great Alzara. Until the dawn of the following day, I will have nothing more to say. Das Game wird immer verwirrender. Also auch, es war mir ja von Anfang an klar, diese ganzen Gemälde an der Wand müssen auch irgendwas bedeuten. Ich habe zwar noch keine Ahnung was, aber jo. Meinst du das Game hier? Das ist interesting auf jeden Fall, halt aber auch sehr verwirrend von der Story her. Aber bisher echt cool gemacht. So, versuchen wir mal. Und das ist locked und ich glaube mal, jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr. Denn in den Archives sind auch alle restlichen Türen verschlossen. Und hier verschlossen. Wir kommen nicht weiter. Haben wir irgendwo was, wo wir was einkaufen können? Nee. Nee, 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 nee. Wir können. Das ist ein Daycoin. Verdammte Axt. Hm. So. 3 Items gefunden. Keine neuen Räume. Vollkommen fein. Das war's für heute mit der Suche nach dem 46. Raum im Anwesen und mit dem Versuch, unser Erbe anzutreten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, Räume zu erschaffen und den 46. Raum zu finden und unser Erbe endlich antreten zu können. Derweil verziehe ich mich auf die Campsite, gehe ein wenig schlafen und wir sehen uns in der nächsten Folge.